Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem YouTube-Kanal in der Brickworld, und heute geht's weiter mit einem weiteren Update und wir biegen auch heute wieder rechts am Bahnhof ab und kommen zu dieser Ecke, an der wir kürzlich auch gearbeitet haben, und möchten heute hier ein ganzes Stück weiterarbeiten. Wir werden unter anderem an der Beleuchtung arbeiten, wir werden diese Lärmschutzwand fortführen, wir werden im Prinzip ein neues Modul anfangen und davon ungefähr die Hälfte fertig bauen, und zwar 48 Noppen bereit. Ich hoffe, ihr werdet dabei sein und schaut euch, wie das Ganze aussieht. Der ein oder andere wird das jetzt nicht gerne sehen, aber es muss sein, denn wir bohren heute wieder ein Loch durch den Tisch und auch durch die Lego-Platte, damit wir unsere Verkabelung nach unten verlegen können, durch die Platte. Da kommt dann gleich ein USB-Stecker durch von meinem Beleuchtungssystem, das ich natürlich hier in der ganzen Stadt benutze, von meinem Partner Illumilio Bricks. Und dazu müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen bohren, saugen, und dann kommt gleich der USB-Stecker durch den Tisch nach unten, wird dann später dort unten angeschlossen. Ihr seht hier den USB-Stecker, der passt jetzt hier sehr schön hindurch, wird einfach durchgesteckt, später unten dann angeschlossen und oben noch fixiert, damit das ganze Kabel mir natürlich nicht nach unten abhaut. So, was wir heute natürlich auch machen, ich habe es angesprochen, ist, dass wir die Lärmschutzwand weiter bauen. Dazu habe ich jetzt hier schon mal den Grundbau angefangen. Das Ganze wird jetzt heute etwas stärker gebogen, damit wir ungefähr ganz grob dem Verlauf der Schiene da hinten folgen können. Ihr seht, hier ist es abgerundet, ziemlich stark. Auch mal ein bisschen wieder, um das Grid zu verlassen. Und von oben seht ihr, dass es wirklich sehr, sehr stark gebogen ist. Das wird auch später so mit den restlichen Elementen weiterkommen. Was ich auch mache, ich habe es angesprochen, ist Beleuchtung. Das habe ich jetzt hier schon mal angefangen, so eine Art Lampe zu bauen und auch die Steine zu bearbeiten. Das Kabel ist unten, ihr seht es. Und das wird in die Lärmschutzwand eingebaut, und zwar alle paar Elemente an der weißen Stelle wird das Ganze eingebaut. Ihr seht, hier ist jetzt schon mal die Verkabelung oben. Ich habe einen Verteiler, da wird es gleich angeschlossen, und dann werden wir noch eine zweite Laterne einbauen. Die ist jetzt auch hier schon zu sehen. Ihr seht, ich mache immer an einem weißen Element, dann lasse ich ein weißes Element frei und dann wieder. Links mache ich das nicht, da müsste jetzt noch eins hinkommen, aber da relativ viel Licht wahrscheinlich vom Bahnhof kommen wird und auch vom Bahnsteig, lasse ich das mal weg. Und hier nochmal ein Blick über das Ganze. Ihr seht, die Verkabelung hat ein bisschen Zuwachs gewonnen. Das wird später im Laufe des Moduls auch alles noch schön versteckt, wie man es in der ganzen Brickworld so sieht. Und was ich jetzt auch noch mache, ist ein Kommentar, auf den ich eingehe. Und zwar werde ich jetzt hier nochmal oben die Lärmschutzwand etwas modifizieren, dass nochmal ein weißer Streifen direkt über der Reihe mit den Glasbausteinen ist. Sieht vermutlich besser aus, hat, wie gesagt, der Kommentar, den ich gerade eingeblendet habe, war, ich weiß nicht, ob es der einzige war, aber ich gehe darauf ein, und es sieht meiner Meinung nach auch besser aus, ich werde es später noch sehen. Jetzt seht ihr aber auch, wie ich den restlichen Teil der Lärmschutzwand weiter baue. Da kommen einige Steine zum Einsatz und auch sehr viele von diesen, ja, ich sag mal Glasbausteinen, einfach um die ganze Form jetzt genauso fortzuführen, wie wir es zuletzt auch im letzten Update gemacht haben, als wir hier an der Lärmschutzwand gearbeitet haben. Nur heute ein bisschen mehr. Ihr seht auch, dass das Ganze immer wieder mal ein bisschen abgeht von der Fixierung, weil die Biegung natürlich jetzt nicht unbedingt das ist, was die Steine haben möchten, aber das wird später noch ein bisschen besser fixiert, und dann ist das bombenfest hier drin in der Stadt. Obendrauf kommt jetzt natürlich nochmal eine Reihe mit den, mit diesen Steinen, Bricks, und obendrauf nochmal die Fliesen, und dann haben wir für das heutige Update die Mauer an sich schon mal fertig. Ganz kurz ein anderes Thema, die neue Minifigurenreihe Nummer 24 ist da. Ich habe mir schon mal ein paar gekauft, habe unter anderem auch mit einer Feinwaage gearbeitet, um einige zu bekommen. Ihr seht hier, welche ich bekommen habe. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wo wir denn diese Figuren einsetzen können. Ansonsten war ich auch, wie gesagt, im Lego Store in Nürnberg, habe mir noch ein paar Plates in Dark Bluish Grey wie auch in Light Bluish Grey geholt, und dann gab es noch dieses VIP-Set dazu, das ja fürs chinesische Neujahr, glaube ich, gedacht ist. Mal schauen, was ich daraus mache. Habt ihr Ideen? Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Nächstes Thema ist Graffiti, habe ich auch schon selber angesprochen, haben auch andere angesprochen in den Kommentaren. Graffiti habe ich mir jetzt mal auf dem Internet geholt und einfach mal ein bisschen ausgedruckt und so aufgeklebt und ausgeschnitten, und so sieht es an der Lärmschutzwand aus. Ich weiß noch nicht, ob ich noch mehr dran mache, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube, das macht das Ganze schon mal ein bisschen realistischer, wenn das Ganze hier nicht mehr so clean ist und wir hier noch ein bisschen was an Graffiti haben, Verschmutzung, wie es halt so an Bahnhöfen aussieht. Der nächste Schritt ist, dass wir jetzt hier den Weg fortführen. Der Weg führt ja später mal Richtung Busbahnhof hier an der Mauer entlang. Und da haben wir diese Fliesenmuster. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man es zur Seite biegen möchte, sozusagen in Anführungsstrichen. Aber wenn man mit dem Kopf dabei bleibt, funktioniert es ganz gut. Ich muss noch ein bisschen ansteigen. Ich sehe jetzt unten links im Bild
diese graue, dunkelgraue Fläche, da sind Parkplätze angedeutet, die rein theoretisch weitergehen im Bereich, in dem dann eben die Lücke in unserem Tisch ist. Das sind sozusagen ja Kurzparkplätze für Leute, die schnell zum Bahnhof wollen. Und der habe ich da an der Platte noch ein bisschen angedeutet. Das heißt, unser Weg muss jetzt zwischen Parkplätzen und Mauer hindurchgezogen werden. Und das müssen wir ein bisschen weiter rüber gehen. Wir müssen noch ein bisschen nach oben gehen. Das seht ihr dann später wahrscheinlich auch in der nächsten Abbildung. Aber hier noch ein anderes Thema. Im Norma, absolut keine Werbung gerade, gibt es momentan wieder die Boxen, die ich für meine Steine benutze. Ich habe es euch hier mal abgefilmt. Die sind wirklich sehr, sehr günstig, sehr, sehr praktisch. Und falls ihr die gleichen haben wollt, wie ich auch bei mir nutze, könnt ihr jetzt momentan im Norma im Angebot finden. Da hole ich sie mir auch immer wieder. So, das Ganze, was wir jetzt hier gebaut haben, der Weg und auch außenrum die Erde, hier seht ihr nochmal die Parkplätze, ist jetzt erstmal fertig und das Ganze muss jetzt gleich noch begrünt werden. Sieht jetzt noch sehr, sehr eckig aus, wird aber gleich begrünt und dann sieht es deutlich besser aus, so wie eben hier auf der letzten Seite, auf der linken Seite natürlich. Und ihr seht auch gleich, wie das mit den Parkplätzen dann hübscher wird, wenn wir gleich im nächsten Take, wir machen jetzt gleich einen Hard Break und springen direkt zum Ergebnis der Begrünung. Und ihr seht, so sieht es doch deutlich besser aus, auch mit der Beleuchtung. Es sind auch mehr Figuren hinzugekommen, aber dazu kommen wir gleich noch. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, dass das jetzt hier so ein bisschen noch einen Grünstreifen hat, weil wir haben halt sehr, sehr viele dunkle Farbtöne, sehr wenig Grün durch die ganze Bahnanlage. Und ich dachte, hier vor der Mauer wäre es doch ganz schön, wenn hier noch ein bisschen was Grünes ist und auch, wie gesagt, hier die Parkplätze. Und wir haben die 500 Einwohner erreicht. Es kommen nicht 4 neue Einwohner heute hinzu. Und damit erreichen wir tatsächlich heute die 500er Einwohner-Marke. Also kleines Jubiläum hier in der Stadt, 500 Einwohner. Und ich muss sagen, es verläuft sich unglaublich. Man denkt gar nicht, dass so viele Figuren hier inzwischen drin stecken. Und wenn man es ein bisschen hochrechnet, kann man sich denken, wohin wir noch mit der Reise gehen mit den Figuren. Also es wird noch einiges zu tun geben, wobei ich mir überlege, dass ich die Figuren hier vorne auf dem Weg noch mal ein bisschen entzerren werde. Es ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. Ich habe auch da vorne noch eine kleine Katze auf den Parkplatz gestellt, damit es da vorne nicht ganz so leer aussieht. Damit sind wir heute aber noch nicht fertig. Wir wollen noch eine Lampe bauen, eine Laterne, die innerhalb des Bahnbereichs steht, bei den Schienen und dort ein bisschen Licht spendet. Da habe ich mich für dieses Design entschieden. Da habe ich jetzt oben links und rechts eine Laterne, benutze ich wieder das gleiche Beleuchtungssystem wie immer und muss jetzt hier in schöner Handarbeit die ganzen Kabel da durchführen durch die Round Bricks und so sieht die Lampe jetzt fertig aus. Unten kommen die beiden Kabel raus, direkt in einen Verteiler und von dort wieder ein neues Kabel. Das müssen wir nämlich dann jetzt gleich hier unter den Schienen durchführen, denn ich möchte zwischen den beiden Schienen, so wie es jetzt hier seht, die Lampe steht, das Kabel durchführen, das muss dann rüber zum Verteiler, wir sind ja auf dem gleichen Modul noch und das ist die Laterne. Hier seht ihr, dass die Plates unten drunter ein bisschen höher sind, denn darunter ist der Verteiler versteckt, so dass ich auch rankomme und das gleiche werden wir jetzt auch gleich noch auf dieser Seite machen. Wir werden jetzt noch den Streifen zwischen der Schiene und der Lärmschutzmauer, in dem Bereich werden wir heute auch noch weiter bauen. Und jetzt seht ihr, ich habe jetzt erstmal die ganzen Plates platziert und hier rechts im Bild ist es relativ hoch, denn dort drunter sind sehr, sehr viele Kabel und auch der Verteiler, mit dem hier sehr viel beleuchtet wird und auch so, dass ich später noch drankommen kann. Das ist erhöht und so sieht es aus im Dunkeln. Ich bin sehr zufrieden. Ihr seht jetzt links ist auch noch einiges dazugekommen. Ich habe noch weiter begrünt und noch Müll dazu geschmissen und ich habe hier 2 Hasen hingetan, denn neuer Kommentar, hier wird gerade eingeblendet. Hasen sind wohl auch ein großes Thema an Bahnanlagen. Habe ich nie drüber nachgedacht. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, ob das jetzt eine dumme Idee ist oder nicht. Ansonsten seht ihr, dass hier auch noch ein bisschen mehr Müll hinzugekommen ist, damit das Ganze einfach schön, hässlich, realistisch aussieht. Und ich finde, das Ganze macht sich jetzt hier langsam. Ihr seht es rechts im Bild auch, wie es aussah am Anfang des Updates heute. Hat sich auf jeden Fall einiges getan. Und ich denke, zum Abschluss der heutigen Episode lassen wir jetzt hier gleich nochmal den Zug durchfahren. Der kommt jetzt einfach von da hinten, von Gleis 2, fährt jetzt hier hoch, fährt an uns vorbei. Und dann war es das für heute, für dieses Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sage ich nur noch Tschüss.